Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Und ja, bestimmte Probleme wurden jetzt noch nicht gelöst, aber ich würde trotzdem gerne mal weitermachen im Text. Und zwar, nachdem ich noch mal kurz hier meine schnieke neue Basis gezeigt habe, wo die Fische sich hoffentlich wohlfühlen. Hier noch mal kurz das Badezimmer. Würde ich jetzt gerne weitermachen. Und zwar, es sind inzwischen einige Stunden vergangen, seit ich zuletzt aufgenommen habe. Ich habe nämlich noch einiges recherchiert, um nochmal rauszufinden, was ist jetzt mit dieser ganzen Alien-Kiste hier, weil irgendwie ging es ja nicht weiter. Ich weiß nicht, warum kein neues Signal kam, ob das gewollt ist, ob das verbuggt war, ob ich irgendwas übersehen habe. Ich habe jetzt nochmal alles abgeglichen mit dem Wiki von Subnautica Below Zero. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Leute, die dieses Wiki kuratieren. Ja, das ist wirklich alles sehr detailliert beschrieben. Nicht alles ist da jetzt ganz auf dem aktuellen Stand, weil natürlich durch das letzte Update das Große sicher einige Dinge geändert haben in der Story, aber man sieht zumindest, wo man was findet, und die Teile, die ich gefunden habe, da habe ich auch alles gescannt. Also da fehlt nichts. Deswegen müsste eigentlich normalerweise das weitergehen. Ich hole mal kurz Wasser, glaube ich. Boah, warum? Da das aber nicht der Fall ist, würde ich jetzt selbst mal auf die Reise gehen. Und ich wollte mich ja nicht spoilern lassen und alles. Ich habe aber dann einfach versucht, trotzdem irgendwie hier den Weg zu finden. Und deshalb würde ich jetzt mal eine Sache ausprobieren, ob wir dann da vielleicht weiterkommen. Und dazu brauche ich nochmal ein Signal, das wir schon kennen. Mal wieder müssen wir dahin. Die hier, die hatte ich an, weil ich zwischendurch dann mal meine Position trianguliert habe. Das ist jetzt auch wieder irrelevant, aber das war Teil dieser Recherche, weil ich einfach mal versucht habe rauszufinden, wo bin ich eigentlich und wo geht's noch hin. Das können wir jetzt machen für den Schneefuchs. Das hier ist ganz cool, das können wir uns auch noch überlegen. Batterien haben wir ja im Moment aber genug, also ist jetzt nicht schlimm. Wenn das noch ein bisschen dauert. Diese Pflanzen, die kennen wir ja schon. Ich muss das nur mal kurz hier... damit hier oben das Blinky weggeht. Genau. Gut. Jetzt habe ich hier irgendwie einen Mir ist kalt Soundbug. Den ich mal kurz entbuggen muss. Ja, oder halt auch nicht, ne? Okay, sie hält jetzt die Klappe. Also, die Idee ist, da unten in dieser von der Margaret bewohnten Höhle... Bewöhnten Hohle. Eine Höhle zu finden, die dorthin führt, wo dann das nächste Alien-Gebäude ist. Sozusagen Allen-Gebäude. Das wird sich zeigen, wie gut das funktioniert. Ich dachte eigentlich immer, ich habe da schon alles gesehen, aber wer weiß.
Ja, wir hätten noch eine volle Energiezelle mitnehmen können eigentlich. Naja, egal. Also nach meiner Recherche dürften eigentlich nur noch 2 Orte fehlen. Was ja auch irgendwie logisch wäre, weil uns noch 2 Körperteile quasi fehlen. Und ansonsten haben wir also 15 Fragmente gescannt und das sind eigentlich auch alle 15, die es insgesamt gibt. Nicht alle davon haben wir so bekommen, weil wir teilweise einfach zufällig drauf gestoßen sind. Und das dann entsprechend schon früher hatten, aber insgesamt sind es auf jeden Fall 15, also müssen das auch eigentlich alle sein. Schauen wir mal. Und natürlich stößt man wieder an einer Sauerstoffpflanze an. Ich bräuchte so ein Schild, ich bremse auch für Sea Monkeys. So, und hier ist jetzt angeblich irgendwo eine Höhle, die nochmal von hier wegführt. Und das hatte mich dann überrascht, als ich es gelesen habe, weil ich dachte, also wir waren ja hier schon einiges unterwegs, aber das haben wir ja nicht gesehen. Aber guck mal da. Tja, so viel dazu. Oh, wow. Das überrascht mich jetzt total. Ich war hier schon so oft. Mhm. Tatsache. Und hier müsste eigentlich auch wieder... Ja, hier sehe ich schon. Kyanit zu finden sein. Ich wollte nur kurz gucken, ob ich meinen Helm wieder ausgerüstet habe. Andernfalls hätten wir nämlich jetzt hier gleich ein Problem. So. Gut. Schön, dann haben wir jetzt hier gleich noch ein neues Biom gefunden. Jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, aber ich glaube, hier ist eine Sackgasse, ne? Ein Torpedoarm, alter Schwede. Ja, also dann geht's da vorne weiter. Und Pipi-Wasser ist entstanden. Ist das nicht toll? Da ist noch so ein Arm. Dang. So, Heizung aus. Für den Moment. Ja. Ach ja, und ich glaube... Hier gibt's auch Reaper. Und garstige kleine Steinbeißer. Irgendwas sagt mir, dass wir da runter müssen, aber ich will jetzt trotzdem kurz hier oben gucken. Und ich lasse jetzt...
Lass mich. Alter. Ja, aber alles unterhalb von 80 Energie tötet einen nämlich. Beim Zusammentreffen mit einem von diesen. Zumindest von den Reapern. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem ist. Der sieht irgendwie anders aus. Ja, was war da zum Scannen? Ah. Hi, hi, hi. Nein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ich will nur nicht, dass er mein Schiff kaputt macht, weil dann habe ich wirklich ein Problem. Crazy Caves hier. La 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 la. Geht's hier unten rum? Ja, wahrscheinlich, ne? Im Zweifelsfall immer so tief, wie es geht. Also da sind ja meistens dann diese Basen. Alter, man fühlt sich hier schon wieder leicht unwohl. So, schnapp, schnapp. Nein! 30% Energie verloren. Dum 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 dum. Okay. New blueprint synthesized. Ja, ich würde jetzt mal geradeaus und weiter nach unten gehen einfach. Und gucken, was passiert. 640 Meter sind wir aktuell. Ja, ne? Ich weiß es auch nicht so ganz genau hier.
crystals in this environment are Ah! confusing my senses, and yet I feel certain there is something important below. A facility or a body component. Perhaps both. Man beachte seine Wortwahl below. Ich glaube, ich muss eher da vorne noch tiefer gehen. Hier so, ne? Ich weiß es nicht. Das sieht jetzt irgendwie nicht so promising aus hier. Vielleicht weiter da hinten. Da ist schon wieder so einer. Ich bin auch irgendwie dezent angespannt, ne? So, südöstlich. Okay, manchmal klaut er auch mehr Energie. Ich hätte mir mal besser die Himmelsrichtung merken sollen, weil jetzt bin ich wirklich schon wieder lost. La 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 la. Los, nein, fahr! Oh Gott. Ha. Ah. Neues Biom. Da vorne sehe ich was Grünes.
Hä? Jetzt bin ich automatisch ausgestiegen. Manchmal verstehe ich es nicht, wie das funktioniert oder auch nicht. Oh, ich habe wieder keine Bojen dabei. Wobei, ehrlich gesagt, das auch wahrscheinlich ziemlich sinnlos ist, weil wenn ich hier unten irgendwo eine Boje platziere, das finde ich ja nie im Leben wieder. Upsi. Also wenn man... Oh, scheiße. Wenn man bedenkt, dass die Zerstörungstiefe jetzt 1000 Meter ist, dann sind wir hier schon wieder verdammt nah dran. Nein, dreh nicht um! Oh Gott, ich hasse ihn. I sense the presence of a substantial facility in the area. Unable to identify. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob es was bringt, wenn man sich wehrt. Oh, da drüben ist noch einer. Ich muss mich jetzt erstmal irgendwie in Sicherheit bringen hier. Hei, hei, hei. Ups. Passt da durch? Ich hoffe mal. Hier wird es immer grüner. Und die Musik ändert sich. Ja! Ah, okay. This is the fabrication facility where we will construct my next phone. We must first locate all the necessary components. You should focus on that. You didn't even know what this place was, but you're telling me what to focus on? I am trying to encourage you. Toll. Ja, ich habe die Sachen natürlich jetzt auch nicht dabei, ne? Ja. Jetzt habe ich gedacht, das wäre das nächste Teil, aber stattdessen... Aber dann fehlt doch noch mehr als eins. Vielleicht müssen wir nochmal zurück in diese... in diese lila Umgebung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das wiederfinden soll, aber das wird schon.
Nun ja. Okay, 1300 Meter ungefähr weg von dem Pilotensignal. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Oh nein. Nein! Ihr seht gar nicht meine Energie, stelle ich gerade fest. Ich habe noch 33 Health Points auf meiner Seebahn. Das ist nicht gut. So, hier hoch vielleicht. Also ab dem Moment, wo es dann hier rot wird, ist es eigentlich mehr oder weniger leicht zu finden. Aber ja, bis dahin muss man halt erstmal kommen. Jetzt müssen wir mal jetzt wieder zurück in diese lila Umgebung, weil dort sollte halt eigentlich noch eins sein. Und dann... Ja, müssen wir mal gucken. Eins fehlt auf jeden Fall dann noch, ne? Upsi. Dieses Anstoßgeräusch ist auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Das Biom ist echt riesig. Das hört hier gar nicht mehr auf. Gehen nochmal hier entlang, mal schauen, ob sich hier irgendwo noch Abgründe auftun im positiven Sinne.
Hier geht's tiefer, aber eigentlich waren wir auch davor schon viel tiefer als jetzt. Weil er halt gesagt hat, unter diesen Kristallen ist was. Hier vielleicht? Oder ist das wieder diese komische... Das komische Loch, in dem nichts ist? Ja, ne? Wunderbar. Man fragt sich manchmal, wie bin ich da überhaupt reingekommen? Oh je. Cool. Es steckt komplett fest. Ich könnte es hier lassen einfach. Hat es einen eigenen... ich glaube nicht, ne? Doch, hat's wohl. Na dann. Ciao. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Sag mal, aber hier unten geht's doch weiter, oder nicht? Oder ist das wieder der gleiche Scheiß? Ja, es ist genau der gleiche Scheiß. Ich fühle mich jetzt durchaus etwas mobiler, ja? – 30 Grad hat das Wasser, erstaunlich. Seek fluid intake. Vital signs stabilizing.
Ja, ich habe nichts mehr zu essen, ey. Ah, das war der andere Scheiß, wo wir vorhin waren. Na gut. Schön. Calorie intake recommended. Ja, das, ja. Hier ist es schon mal nicht. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau, ne? Ah, hier vielleicht. Könnte was sein, ja. There is definitely something of value Ah. nearby. It could help you build my body. Halleluja. So, und hier ist so ein Explodierfisch. Den lassen wir mal explodieren. Ah, nee, der ist gar nicht explodiert. Ciao. Leute. So. Jetzt wäre es natürlich wunderprächtig, wenn wir direkt hier unten bleiben könnten, um dieses rote Ding noch zu holen. Aber das geht ja jetzt nicht, weil wir dann noch einen Teil von seinem Körper brauchen. Das ist jetzt erst Teil 2 von 3, ne? Komisches Kreuz hier. You will be able to construct bionic organs with the scanned material, both primary and secondary. Our New designs blueprints provide for synthesized. redundancies. Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. Ja, okay, das kriegen wir alles hin, aber... wo ist denn das andere Ding? Hier, das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Ja, das Gewebe fehlt jetzt halt noch, ne? Dann können wir jetzt die Crystal Caves Cache, den können wir mal abhaken hier. Aber ja, einer fehlt halt jetzt. Mal gucken. Dü-dü-dim, dü-dü-dim. You have found 2 of the 3 components required for the construction of my corporeal form. This is as close as I have come to autonomy in a long time. I think that's what we'd call hope. The probabilities, while not favorable, are more positive than before. I sense you are sufficiently motivated to influence the outcome. You have such a way with words. Is that sarcasm?
It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes, that is why a cure was imperative. You'll be happy to know I've been vaccinated. That is reassuring. Emergency. Starvation imminent. Ja, Calorie intake immediately. ich bin dabei. Ich muss da erstmal hier wieder rausfinden, ne? Hoi. Ich glaube, hier irgendwo und dann irgendwann links. Wenn wir nicht vorher gefressen werden. Das kann natürlich auch sein. Ja. 100%. Erstaunlich wenig Schaden. Gut, links war schon mal gut, aber jetzt ist nur die Frage, geht's jetzt hier durch? Ja. Ah. La 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 la. Ja, ich werde jetzt eh demnächst verhungern. Dann werden wir wahrscheinlich wieder hier landen. Ist eigentlich komisch, dass Hunger sonst nichts weitermacht. Also, dass man einfach dann stirbt und dort, wo man jetzt gerade ist, halt dann... Also, wenn man jetzt sowieso in der Bahn ist zum Beispiel, dass man dann da halt einfach wieder aufwacht. Lass mich in Frieden. Oh Gott, ey. Zum Glück haben wir das gefunden. Das ist einfach so gewaltig hier. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wo ich bin. Ich verhungere gleich. Ich schätze mal, Margaret hat auch nicht zufällig was zu futtern für uns dabei. Oha. Wenn der in die Luft geht. Ah! So. Calorie intake. Ja. Also ich glaube nicht, dass sich Hunger so anfühlt. Dagegen finde ich die jetzt schon fast wieder süß. Die Kleinen hier. Mal schauen, ob wir es noch bis zum Mupfel schaffen. Ja, wird eine knappe Kiste, ne?
Boah, echt jetzt? Das musste jetzt noch sein. Ich habe keine Zeit mehr. So nah bei meiner Basis bin ich ein bisschen geschockt. Ja, das wird ein bisschen sehr knapp, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Nur die Location ist jetzt nicht gerade so ganz perfekt zum Sterben. Ja, wie gesagt, ne? Es ist irgendwie so, oh, okay, ich bin gestorben, ja. Ich weiß gar nicht mehr bei Subnautica beim ersten Spiel, wie das da war. Ob man dann immer im Bett aufgewacht ist. Das ist natürlich dann nochmal ein bisschen dramatischer, ne? Wenn die Seemotte irgendwie in 900 Metern Tiefe irgendwo liegt und man dann oben aufwacht, das ist schon ein bisschen scheiße. Weil das schafft man ja niemals dahin. Jetzt bin ich schon wieder falsch rum. So. Repair. Welcome aboard, Captain. Zack, 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 zack. Ja, oder? Vielleicht kann ich dann... Was war das denn? Verpacktes Menü. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, vielleicht kann ich halt das auch mal neu machen. Das ist irgendwie jetzt nicht so passend, dass das da hängt, finde ich persönlich. Ja, ich kann mit dem Großen einfach die ganzen Kleinen hier verdecken. Okay, oder auch nicht. Aber vielleicht wird es dadurch auch einfach nur noch schlimmer. Also vielleicht sollte ich es auch nicht machen. So. Was hat der Kühlschrank zu bieten? Ja, nix. Eine erstaunliche Leere. Was für ein Schrott. So. Alright. Jetzt hätten wir das. Ich habe auch zum Beispiel Kyanid schon komplett verbraucht, ne? Also muss ich das auch jetzt irgendwo hier noch dazu tun. Hier ist kein Platz mehr auf der Liste. Aber hier. Hoch. Okay. Also.
Jetzt müssen wir irgendwie noch dieses dritte Ding finden. Also Crystal Caves Cache haben wir definitiv gemacht. Ja, den Rest, ich muss es mir anschauen, nochmal in der Liste. Das kann ich ja jetzt nach dieser Folge mal machen. Das kommt auch mal hier weg. Irgendwie werden wir das jetzt schon noch wuppen. Ich habe übrigens mal geguckt nach Subnautica Merch. Es gibt eine ganze Menge. Ich weiß noch nicht, ob das alles so offiziell ist. Also Poster gibt es auf jeden Fall. Mal schauen. Vielleicht gönne ich mir da mal was. Ich finde es einfach schön, also von Spielen oder von Filmen, die mir viel bedeuten, irgendwie was... Also gerade wenn es um Fantasy oder Science Fiction geht oder irgendwelche Welten, das dann um mich zu haben, das ist einfach im Alltag ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, was der immer macht, aber irgendwie hängt er da ständig fest. So, ja. Wollen wir das mal noch kurz machen? Anlin und Kabelsatz. Nee, erweiterter Kabelsatz haben wir geschenkt bekommen, ne? Normal nicht. Aber das ist eh... Wenn dann dem anderen... Aber guck mal, da sind unsere Sachen für das andere. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall für alle... Also für beide Sachen haben wir alles... alles, was wir brauchen. Gold und Salzsäure. Also Gold und Höhlenknospe und Salz. Gold. Höhlenknospe 3-mal. Ja. Und Salz. Endlich können wir das auch mal wieder für was verwenden. Irgendein neuer Blueprint ist da unten auch noch. So, dann Flossen einmal abnehmen. Und zack. Wenn es jetzt noch irgendwie was gäbe, was automatisch Essen produziert, das wäre praktisch, ne? Was ist jetzt hier neu? Achso, die Krebstorpedo, Wirbeltorpedo, Schubkanone und Säuretorpedo. Holy crap. Komplett gestört. Ja. Wie gesagt, vielleicht mache ich den irgendwann mal noch, aber es ist einfach nicht mein präferiertes Fortbewegungsmittel unter Wasser. Es ist mir irgendwie ein bisschen zu... Man kommt nicht so gut wieder nach oben und es ist alles ein bisschen stressig. Ich weiß auch gar nicht, ob der hier jetzt zum Beispiel dieses Seil hat, was man bei Subnautica ansonsten hatte. Vielleicht hat er jetzt auch ein Jetpack. Ich meine, die entwickeln sich ja auch weiter, aber... Naja, ich würde jetzt mal sagen, mit dem Ausblick auf dieses wunderschöne Aquarium hier, irgendwie ist es hier auch nie Tag, wenn ich hier bin, beende ich die Folge mal an dieser Stelle etwas verfrüht, einfach nur, weil als nächstes ja jetzt was kommt, wo ich erstmal noch mal nachgucken muss, was uns da genau fehlt, und dann können wir da in der nächsten Folge hingehen und dann haben wir vielleicht haben wir vielleicht alles zusammen für den Alan. Da bin ich mal gespannt, was er sagt. Auf jeden Fall nähert sich natürlich so langsam dieses Let's Play seinem Ende. Ich bin gespannt, wann jetzt das Spiel in der Vollversion rauskommt. Das kann ich jetzt ja unmöglich absehen. Wenn die Folgen weiterhin so erscheinen wie bisher, dann ist das ja jetzt schon in weiter Zukunft. Und dann ist es vielleicht bis zu dem Zeitpunkt schon rausgekommen und dann kommt eben noch mindestens eine Folge, in der ich dann das Ende zeige.
was dann noch aussteht. Aber für heute war es das auf jeden Fall jetzt. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wer sich für das Hauptspiel oder das erste Spiel noch interessiert, es gibt ja von Subnautica auch eine komplette Playlist. Die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, über Abos und Daumen nach oben freue ich mich auch. Auch wenn ich das irgendwie selten sage, weil das immer so ein bisschen albern ist. Aber natürlich. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.